Herr Neefe, Country Manager Deutschland für Top Employers. Sie untersuchen im Rahmen Ihrer Top Employer Studien eine Vielzahl von Unternehmen bezüglich der Mitarbeiterbedingungen, der Unternehmenskultur. Was ist Ihnen da besonders bei Faurecia aufgefallen? Ich glaube, bei Faurecia ist ganz besonders auffällig, dass das Unternehmen in einem sehr hohen Maße das Thema Mitarbeiterorientierung als strategisches Element definiert hat. Mit anderen Worten, es ist ja recht einfach zu sagen als Unternehmen, ja, meine Mitarbeiter sind mir wichtig. Es ist was ganz anderes, das jeden Tag aufs Neue zu beweisen, über entsprechende Strukturen, über entsprechende Prozesse, die man hinterlegt und die aus einer Organisation heraus, idealerweise aus dem HR-Bereich heraus gesteuert werden. Von daher, das ist sehr auffällig bei Faurecia, dass die Gruppe das verstanden hat, dass ein Mitarbeiter nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass man das jeden Tag tatsächlich auch leben muss. Und das ist sehr, sehr positiv in Ihrem Unternehmen. Können Sie sagen, wo sich da Faurecia besonders hervorhebt oder abhebt, auch von anderen Unternehmen? Es ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen, das genau zu definieren, wo sie sich von all ihren Wettbewerbern abheben. Aber was ganz eindeutig ist, ist, dass sie ihren Mitarbeitern in ganz vielen Facetten die Möglichkeit der Entwicklung bieten. Die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung ist ganz entscheidend. Mir geht es gar nicht so sehr um hierarchische Sprünge oder um noch eine größere Führungsaufgabe etc., sondern es geht mir darum, dass Mitarbeiter heute erwarten, dass auch in Zukunft spannende Aufgaben auf mich als Mitarbeiter warten. Wenn ich erstmal das Gefühl habe, ich komme so in einen Trott rein und mache immer wieder dasselbe, dann gerate ich in eine Komfortzone. Und wenn ich erstmal in dieser Komfortzone drin bin, komme ich sehr, sehr schwierig wieder raus. Und zweitens ist es tatsächlich auch für ein Unternehmen sehr schwierig, weil dann habe ich Mitarbeiter, die manchmal sehr kritisch sind, gerade bei Veränderungsprozessen. Vor dem Hintergrund, Faurecia, glaube ich, macht einen sehr, sehr guten Job darin, Mitarbeiter auch immer mal wieder aus dieser Komfortzone rauszuholen. Vorsichtig, sanft, aber doch bestimmt. Und das ist sicherlich auch der Weg eines Top-Employers. Für Mitarbeiter ist es ja immer auch wichtig, welche Möglichkeiten Sie in einem Unternehmen haben. Wo sehen Sie da Faurecia? Welche Möglichkeiten haben Mitarbeiter in einem internationalen Umfeld wie in einem Konzern Faurecia? Ja, das ist, glaube ich, die große Herausforderung für jedes Unternehmen, gerade in der Größenordnung, in der Faurecia unterwegs ist. Stellen wir uns ein Start-up-Geschäft vor mit vielleicht 30, 40 Mitarbeitern, kann ich sehr individuell eingehen auf die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter, kann sehr individuell auch Erwartungshaltungen aufnehmen. Das können Sie als Großkonzern nur begrenzt. Und was brauchen Sie dafür? Sie brauchen herausragende Strukturen und Prozesse, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter an einem bestimmten Standort dieselben Perspektiven und Optionen genießen wie auch an anderen Standorten. Also würde ich sagen, das Entscheidende ist tatsächlich, dass Sie Veränderungsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten institutionalisiert haben. Und das bieten Sie Ihren Mitarbeitern an und das ist sehr, sehr positiv. Ja, Faurecia hat sich ja dieses Jahr zum 7. Mal in Folge für den Top Employers Award qualifiziert. Wir wollen sicherlich auch im nächsten Jahr dabei sein. Wo sehen Sie noch Möglichkeiten, sich zu verbessern? Wo sind die Schwerpunkte dann für das Jahr 2017, 2018? Ohne im Detail zu wissen, was jetzt jeweils aus der HR-Perspektive bei Ihnen die ganz große Herausforderung ist, würde ich tatsächlich sagen, ist das Thema, ich will es mal formulieren, Develop Always. Sicherlich die treibende Kraft sollte es bei Ihnen auch sein. Also die Frage, was kann ich für meine Mitarbeiter tun? Wir sprechen ja heute nicht mehr nur über die Generation Y und X und Babyboomer, sondern mittlerweile sind wir bei Generation Z angelangt. Noch ungeduldigere junge Kollegen, die viele Herausforderungen auch an Sie herantragen als Unternehmen. Und ich glaube, es ist Ihre Aufgabe, dieser Herausforderungen dann auch gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass Sie auch diesen Mitarbeitern Entwicklungspotenziale und Möglichkeiten aufzeigen. In dem Sinne würde ich sagen, einfach auf diesem Weg, auf dem Sie schon sind, weitermachen und weiterhin so gute Arbeit in der Entwicklung anbieten. Dann kann nichts passieren in der Zukunft. Ja, vielen Dank für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren und uns allen noch einen schönen Abend hier heute. Vielen Dank, Herr Neefe. Vielen Dank. Ihnen auch.